Mein Name ist Martin Weber. Ich bin der Projektmanager der Charité Universitätsmedizin Berlin für die Ukraine-Partnerschaft mit dem Krankenhaus in Lviv. Wir arbeiten gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine, um die Akutversorgung und Rehabilitation von kriegsverletzten Menschen zu verbessern und bauen gerade auch den Bereich der Online-Teachings aus, der Telemedizin und auch der Physiotherapie. Telemedizin ist wichtig, weil wir dadurch einen engeren Austausch herstellen können. Also wir haben gerade auch Intensivmedizin, wo wir die Ward Rounds gemeinsam mit den Medizinern der Charité machen, wo in den OPs die Telemedizin aufgebaut werden kann, gerade bei schwerwiegenden Operationen, auch der Support dann von der Charité direkt vor Ort ankommt, ohne dass jetzt Patienten rübergeflogen werden müssen. Organisationsfähigkeiten. Ich glaube, die Mediziner und Medizinerinnen, Ärzte und Ärzte, Pflegefachkräfte sind alle super ausgebildet und haben auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt oder dazu lernen müssen, leider. Was uns aber wirklich aufgefallen ist in den letzten Monaten, wo wir auch sehr eng mit den Kollegen aus der Ukraine zusammengearbeitet haben, sind Themen wie OP-Organisation, wie Blutprodukte generiert werden, wie die transportiert werden, wie die schnell zum Patienten kommen. So Infrastrukturfragen, so wie ist ein Krankenhaus aufgebaut, wie gut ist die ist der EDV-Zugang, sind die Netzwerkverbindungen und so weiter und so fort. So Basissachen, wo ich glaube, dass dadurch der gesamte Krankenhausablauf viel strukturierter und schneller laufen könnte und auch effektiver laufen könnte. Wir starten jetzt die ersten Teachings, also hier an der Charité in Berlin, wo Ärzte und Ärztinnen und auch Pflegefachkräfte oder auch Physiotherapeuten an die Charité kommen, um in gewissen Themen sich fortzubilden. Und gerade auch so das Thema, was uns persönlich sehr überrascht hat, war von den Intensivmedizinern und Anästhesisten die Frage so, wie funktioniert euer Blutbanksystem? Und da gibt es jetzt halt einen speziellen Kurs für über Blutbanksystemmanagement an der Charité. Das klingt erstmal total simpel, weil für uns ist es ein Anruf. Wir rufen an und sagen, wir brauchen jetzt eine Blutkonserve und dann kommt jemand vorbei und bringt eine Blutkonserve. Aber da ist es halt nicht so selbstverständlich oder nicht so strukturiert wie bei uns. Und da ist halt so der Wissenstransfer direkt bei uns vor Ort möglich. Eine Klinikpartnerschaft ist bei dem Wiederaufbau für die Ukraine, glaube ich, ein sehr gutes Tool, weil Gesundheitsstrukturen gestärkt werden, verbessert werden können und auch zukunftsfähig gemacht werden können. Und ich glaube, dass gerade auch im Moment ist zumindest aus unserer Seite noch sehr starker Fokus auf Akutversorgung und Rehabilitation. Aber ich glaube auch so, dass zukünftig dadurch auch internationale Wissenschaftskooperationen entstehen können, dass es auch einen Austausch auf dieser Ebene geben kann und dadurch auch das Land, auch das Gesundheitssystem auch dann fit gemacht werden kann für den EU-Beitritt.